Wir sind hier beim 5. internationalen Saatguttreffen, das in Graz stattfindet diesmal. Es versammeln sich die verschiedensten Organisationen. Heuer sind es aus 20 verschiedenen Ländern über 160 Personen, viele Vertreter und Vertreterinnen von bäuerlichen Organisationen, von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Auch Züchter, Gärtner, Gärtnerinnen sind hier vertreten. Es ist unsere grundsätzliche Position, dass Pflanzen und Sorten, die in Jahrtausenden sich entwickelt haben, Gemeingut sind und auch für alle weiterhin zugänglich bleiben müssen. Und wir, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Graz, aber auch viele andere zivilgesellschaftliche Gruppen, fordern jetzt wirklich die Durchsetzung dieser bäuerlichen Rechte ein. Und dazu gehört eben, das eigene Saatgut auszusäen, Saatgut zu gewinnen und dieses auch weitergeben zu können. Wir arbeiten auch daran, gemeinsam eine Struktur aufzubauen, mit der wir effektiv und gemeinsam unsere Forderungen auch auf politischer Ebene platzieren können. Ich bin die Eva Gelinski, ich arbeite für die IG Saatgut in Deutschland und für Pro Specie Rara in der Schweiz. Die IG Saatgut ist ein Zusammenschluss von Züchter- und Erhaltungsorganisationen und Saatgutinitiativen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und Pro Specie Rara ist eine Erhaltungsorganisation. Es gibt seit einigen Jahren den Prozess in der EU. Geplant ist, das Saatgutverkehrsrecht zu überarbeiten. Es ist zu befürchten, dass die Industrie versuchen wird, weil sie einen großen Einfluss hat in der EU, ihre Interessen da ganz stark durchzusetzen. Und das heißt, vor allen Dingen die Züchterorganisationen wollen eine Ausweitung ihrer geistigen Eigentumsrechte an Sorten. Und das wird die Vielfalt, die verfügbare Vielfalt auf dem Markt noch weiter einschränken. Es ist vor allen Dingen prekär für die osteuropäischen Länder, die Teil der EU sind, weil in diesen Ländern noch sehr viel an bäuerlicher Vielfalt wirklich vorhanden ist. In anderen europäischen Ländern ist da ja schon viel verloren gegangen. Und für diese Länder ist es besonders schlimm, denn wenn solche Regelungen kommen, dann ist möglicherweise auf einen Schlag es nicht mehr möglich, viele dieser Sorten zu handeln und auch anzubauen. Es ist einfach weltweit eine Tendenz feststellbar, dass die geistigen Eigentumsrechte an Sorten in der Züchtung konzentriert werden und die Bauern immer weniger die Möglichkeit haben, selber Nachbau zu betreiben. Dann gibt es schon jetzt hohe Hürden für die Saatgutzulassung. Der Prozess ist sehr teuer und die Anforderungen an die Sorten, die zur Anmeldung kommen, sind sehr hoch. Das kommerzielle Saatgut schafft diese Hürde meistens, aber für bäuerliches Saatgut, was auch nicht ganz so homogen ist, nicht so beständig ist, da ist diese Zertifizierung eine große Hürde. Ja, was wir fordern, ist, dass der Markt geöffnet bleibt bzw. geöffnet wird für eine Vielfalt an ganz unterschiedlichen Sorten, dass die Zertifizierung zum Teil gelockert wird, angepasst wird. Diese Kriterien müssen angepasst werden, dass auch gerade Sorten für den biologischen Anbau eine bessere Möglichkeit haben, schneller auch auf den Markt zu kommen. Ich bin Ruth Tippe von der Initiative Kein Patent auf Leben in München. Seit etwa 10 Jahren gibt es auch Patente auf Pflanzen. Und da gibt es vor allem die gentechnisch veränderten Pflanzen, die patentiert werden. Durch eine Grundsatzentscheidung am Europäischen Patentamt soll nun entschieden werden, ob auch ganz normal konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere auch patentierbar sein sollen. Und so haben wir schon etwa 600 Anmeldungen auf nicht gentechnisch veränderte Pflanzen gefunden und etwa 60 bis 70 erteilte Patente in dem Bereich. Beim Sortenschutz ist wirklich nur die Vermehrung des Saatgutes unter Schutz. Beim Patent ist es viel, viel mehr. Und wenn das, also auch die Ernte, die Verarbeitung, die Weiterzucht und die internationalen Märkte, alles
kann der Patentinhaber beeinflussen. Und wenn das auch für jede konventionell gezüchtete Pflanze geht, dann wird die Landwirtschaft zu einem Dienstleister der Industrie und darum, solange es noch geht, protestieren. I'm Patrick Mulvaney, and I work with NGOs in the United Kingdom, in the UK, and among other things I chair the network of NGOs in the UK that are concerned with food sovereignty, called the UK Food Group. More and more of the food that's provided in Europe is coming from the multiples, from the transnational corporations. But that is not the whole story. Because in the world, 70% of the world's population is fed locally. It's fed from local production. It's from people who are using locally diverse seeds, fitted for the local ecosystem and the local needs, and that actually provides most of the world's food. For example, bananas. Only 10% of the world's bananas are traded. 90% are grown and consumed locally. Of course, for things like wheat and barley and soybeans and things like that, those major traded commodities, the proportion that's controlled by the TNCs globally is very, very large. Now, what's the danger? The danger is precisely that Europe, with its power in trade systems, the power it has in international negotiations, its ability to put a footprint on the rest of the world is very extreme. We've heard at this conference what the European Union is doing to Turkey, forcing farmers off the land, forcing them to adopt seed laws which are against the interests of their farmers. What they're doing in Turkey is a mere shadow of what the European Union is trying to do in the rest of the world. So, for example, through the new trade agreements, the economic partnership agreements, there are intellectual property rights clauses which are about to be inserted into these agreements, which will force countries to adopt the most extreme levels of protection, of patents, of recognising plant variety protection, of acceding to UPOV 91, a plant variety protection agreement, international agreement. They're going to force that on countries as part of a deal to be able to trade with the European Union. And that footprint of Europe on the rest of the world is hugely damaging. And I don't think people recognise it. I don't think people know how dangerous it can be. The legislation around seeds is something that was actually born in Europe. A seed law was introduced in 1920 in the United Kingdom, which specified that what was written on the outside of the package had to be on the inside. The material had to germinate, that it was important that it was clean and was disease-free, and it was free from contaminants and stones and so forth. A good thing for farmers, a good thing for consumers, a good thing for local food production. And from then on, it's been a downhill slope. What was essentially designed to protect farmers and consumers from rogue traders became captured increasingly by the corporations and transformed into a set of rules which provided the corporations with the controls they needed to be able to dominate seed. And of course, if you dominate seed, you dominate the food system. If you look at data from the US of the yield change in the seeds that have been patented, there is pretty much no yield enhancement over 20 years or more. If you look at the price the farmers have to pay for those seeds, it's gone up, and in the case of one crop, cotton, 14 times. So what they've done is they've managed to capture and control the market, and once they've controlled the market, they've been able then to ratchet up the price to wherever they want to put it.
these laws are absolutely not the kind of laws we need to secure our future food. And there is a very strong call from social movements at the moment to suspend all these laws. We're in emergency. We're in a moment of peak oil, of the crisis of food price spikes. There's a significant emergency in the world. We should be suspending these restrictive laws to facilitate the exchange. However, we should not abandon all controls on seed. The last thing we want is to give a carte blanche to your Monsantos to flood the world with GM seeds. So we still want controls, but we want to make sure those controls are determined by local communities, by local farmers' organisations, farmers' movements, by local consumers, and facilitate the exchange so that diversity can be brought back, can be developed in the landscape. We don't know, as things develop, as climate changes, gets warmer, gets wetter, gets drier. We don't know as the amount of fossil fuel available to agriculture declines. We don't know where the crops will flourish in the next 30, 40, 50 years. It may be that the whole pattern of agriculture changes. Well, the way to be able to ensure that it can change, and can change in a way which is suited to humans and to the environment, that suits people and the planet, is to be able to have diversity in the landscape and to increase the exchange between farmers of good, wholesome, properly produced organic seeds. Ich bin Anne von der Buko-Kampagne gegen Biopiraterie aus Deutschland. Wir stehen hier vor einer Grafik, die die Struktur der Saatgutindustrie zeigen soll, beziehungsweise die Aufkäufe von Saatgutfirmen, die in den letzten 16 Jahren, 15 Jahren gelaufen sind. Vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren gab es halt noch Tausende von Saatgutfirmen und mittlerweile ist es so, dass die 10 größten transnationalen Konzerne auf dem Saatgutmarkt 67% der Saatgutverkäufe weltweit kontrollieren. Und das ist eine Grafik, die das darstellen soll. Also man sieht hier Monsanto als die größte Saatgutfirma mittlerweile. Das sieht man daran, dass der rote Punkt am größten ist. Und dann kommt DuPont und Syngenta. Also Monsanto ist USA. DuPont ist, glaube ich, auch USA. Syngenta hat Hauptsitz in der Schweiz. Aber wir haben auch Bayer da oben. In dieser schönen Grafik sieht man, wie konzentriert das mittlerweile ist. Man kriegt so eine Vorstellung davon, was für eine Macht die mittlerweile entwickelt haben und die sie ja auch ganz ungeniert einsetzen, wenn sie sich einmischen bei den Gesetzgebungen, jetzt zum Beispiel auf der EU-Ebene. In manchen Fällen haben Saatgutkonzerne oder eben dann in Zusammenarbeit mit den nationalen Regierungen den Bauern umsonst Saatgut zur Verfügung gestellt, Hybridsaatgut oder anderes Saatgut, was nur einmal ausgesät werden kann, und das haben sie dann 1, 2 Jahre vielleicht umsonst rausgerückt und dann aufgehört, und dann gab es aber kein altes, eigenes, traditionelles Saatgut mehr und die Bauern waren quasi gezwungen, weiterhin zu kaufen. In Indien ist es zum Beispiel so, dass auf dem Baumwollsektor die Dominanz von Monsanto auch so groß ist, dass sie alle kleinen Saatgutverkäufer auf dem Land aufgekauft haben und es dann ab irgendeinem Punkt wirklich gar kein anderes Saatgut mehr gab. In vielen Ländern gibt es dieses Wissen noch und es gibt das Saatgut. Die kämpfen dafür, das zu bewahren und damit weiterarbeiten zu dürfen, gegen den Druck eben von zum Teil ihren eigenen Regierungen oder den transnationalen Konzernen. In Europa ist es so, dass die Bauern, die meisten, irgendwie schon längst darauf eingestiegen sind, Saatgut zu kaufen, und da ist das Wissen selber zu züchten und so weiter in vielen Teilen schon verloren gegangen. 1994 oder 1995 wurden die WTO-Abkommen unterschrieben, in denen auch TRIPS verabschiedet wurde, und TRIPS steht für Trade-Related Intellectual Property Rights, und das ist
quasi das internationale Abkommen, was die Patentierbarkeit von Saatgut weltweit oder zumindest jedenfalls bei den WTO-Mitgliedstaaten festschreibt. Also seitdem es diese Patentierbarkeit von Saatgut gibt, ist auch klar, dass die Firmen ihr Eigentum, so wie sie das sehen, das Saatgut schützen können sozusagen über eben diese Gesetze des geistigen Eigentumsrechts und damit quasi dann auch ihre Investitionen garantiert sind. Hi, I am Ana Deita from Mexico. I'm working on the Center of Studies for Rural Change. It's a Mexican NGO working around peasant and indigenous issues. And we are very interested on the issue of seeds and what is happening in Europe because we think there is an international tendency or way, and we are suffering the same problems in Mexico with the peasant and indigenous seeds. Since 2007, Mexican government changed the law, the seeds law. So now the new law is promoting the use of commercial seeds and industrial seeds and banning or obstaculization the commercialization and interchange of peasant seeds. It's very bad because in Mexico just 14% of the agricultural surface is planted with industrialized seeds. All the rest is planted with peasant seeds. So it is going to affect all the people and also all the diversity. Mexico is center of origin of several species, mainly maize, tomato, cotton, and many others. And for example, in maize, we have 61 land races and thousands of varieties, and they are going to be reduced. The people is resisting because they want to have their own seeds and they want to maintain the heritage of their ancestors and maintaining the biodiversity of land races and varieties. So the people is not conforming to plant hybrid seeds. Also, hybrid seeds by example, in maize, do not exist for all the different environments in which maize is planted in Mexico. Also because peasants used to use their own seeds and they do not want to buy seeds when they can save it or interchange it with their neighbors. The things are happening in Europe are the things that are in our future. So we need to be awareness of what are you doing and what are you resisting also. And also to be in Austria is very important for us because Austria is a GMO-free country, and it is very important for Mexicans because last year the president lifted the moratorium that had been existing by more than 10 years for planting GMO maize in experimental or commercial way. So we are very worried and angry, and we are organizing the resistance with a lot of peasant and indigenous organizations, NGOs, activists and researchers to defend maize
and we do not want GMO maize in Mexico because Mexico is center of origin of maize. Hello, it's Olcay from Turkey. I'm a member of an association in Turkey. Its English name is Traces of Seed. We want to protect our seeds, we want to reproduce our own farmers' seeds, we want the real seeds. And we are now losing our own seeds because the governments are working openly. We can see that with the corporations, seed corporations. When the governments are changing all our legislations into the industrial seed systems, it means our farmers cannot find any real seeds to sow, so it means they are going to buy their seeds from these corporations, and the legislations are supporting them to buy the industrial agricultural seeds. So all the system just goes with the legislations, with the corporations and with the government, and all together it's a very strong alliance. Nearly 25% of the whole population is in farming, in small-scale farming in Turkey, because the land is so fertile and the biodiversity is so huge, really. We have 13,000 different varieties in Turkey, in Anatolian land, and 4,080 of them are endemic. We should protect this. And then our farmers, they are small-scale farmers, they are really in poverty. And they cannot really find any money to buy these fertilizers or the seed and everything. So they are still using their own seeds from their grandfathers. In the more fertile areas, especially in West, the farmers have more money and their land is more fertile, and the government likes these lands so much for the industrial agriculture. So in these lands we are losing many varieties, especially in these lands. But on the mountains we still have our own varieties. The European legislation is affecting especially other than European countries. You know, it affects Turkey, it affects Georgia, it affects the other countries around. So it is very important. The international solidarity is very important. Thomas Gladys von der Stiftung Kaiserstuhler Garten. Gerade im Jahre der Biodiversität sieht es einfach so aus, dass sich die gesetzlichen Bestimmungen so ändern, dass eigentlich die Biodiversität darunter eher leidet, als sie fördert wird. Der Anlass ist der, dass es zum Beispiel seit der Biodiversitätskonvention 1992 bzw. 96 immer wieder Probleme damit gibt, dass die Bauern jetzt gewissermaßen als enteignet betrachtet werden müssen, weil die Staaten jetzt in die Funktion des Eigentümers an dieser Vielfalt treten. Also die genetischen Ressourcen gehören nicht mehr den Bauern, sondern den jeweiligen Staaten. Und wenn jetzt zum Beispiel bei Migrationen die Familien geteilt werden, türkische Migranten oder wer immer auch, ein Teil das Land verlässt und ein anderer Teil im Lande bleibt, die Leute, die das Land verlassen, dürfen zumindest regulär und legal das Saatgut nicht über die Grenzen transferieren. Das ist also nicht mehr ihr eigenes, sondern es verbleibt im Staat. Ja, wir versuchen etwas dagegen zu tun, auch ganz konkret in Eichstätten. Wir sind eine der Initiativen, also mit dem Samengarten, den es dort gibt zum Beispiel auch, die bei uns im Samengarten die Migranten integrieren. Das heißt, wir fragen ganz konkret in unserem unmittelbaren Lebensumfeld nicht nur die eingesessenen Bauern, sondern eben auch die Menschen, die zugereist sind, die zum Teil seit 30 und mehr Jahren bei uns ansässig sind, nach den Sorten, von denen sie einfach leben. Viele von denen betreiben auch in Deutschland, das ist wenig bekannt, die betreiben definitiv Subsistenzlandwirtschaft. Das weiß fast niemand mehr und das wird in Deutschland auch einfach ignoriert. Aber die haben nicht nur diese Form der Landwirtschaft beibehalten, sondern eben auch ihre traditionellen Sorten aus den jeweiligen Heimatländern. Wir haben Leute aus Thailand, aus den Philippinen, wir haben welche aus der Türkei natürlich, aus dem ganzen südlichen Mittelmeerraum, wir haben aus Amerika welche. Also alle diese Menschen bringen Kulturpflanzen aus ihren Heimatländern mit. Eine Thailänderin kann ich bloß erwähnen, jetzt aus dem Nachbarort von uns, die hat eben eine Wasserbatate Ipomea aquatica, die normalerweise in Südostasien kultiviert wird, wächst und gedeiht bei ihr im Garten auf trockenem Land.
Also es sind völlig überraschende und interessante Dinge und Entwicklungen in Deutschland einfach, die man einfach wahrnehmen muss, wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft geht, mit den Leuten in Kontakt tritt. Und es gibt ja gerade bei den Migranten unendlich viele Sorten, die nie irgendeiner Zulassung unterlegen haben. Das sind einfach Sorten, die in bäuerlicher Hand seit jeher gepflegt und auch weiterentwickelt werden, den betreffenden familiären oder persönlichen Bedürfnissen angepasst werden, die auch gar nicht dafür gedacht sind, jetzt nur flächendeckend, wie bei den Saatzuchtfirmen heute üblich, über viele Quadratkilometer hin gestreut zu werden. Die Leute wollen einfach nur in ihren Gärten mit ihren traditionellen Sorten weiterarbeiten. Und an diesen gewohnheitsrechten Traditionen wird gegenwärtig geschraubt, das zu ändern. Ja, ich bin der Florian. Ich habe da mitgearbeitet im Organisationsteam von der Veranstaltung. Wir haben das jetzt ein Jahr lang vorbereitet. Wir haben geschaut, dass das ziemlich basisdemokratisch organisiert ist, dass einfach jeder reden kann, dass es auch selbst organisiert ist, dass die Leute selbst initiativ werden können. Und das ist im Gange. Und ein wesentlicher Teil davon ist auch dieser Markt der Vielfalt. Das sind die Agro-Bio-Erhalterinnen, die da hier den Markt machen, die einfach ihre Sorten, die sie züchten, die sie bearbeiten, die sie für sich, für Subsistenzwirtschaft vermehren, die sie auch verkaufen, wo sie ihre Erfahrungen weitergeben und wo auch viel getauscht wird. Es ist einfach auch ein Tauschforum, ein erweitertes, wo politische Meinungen getauscht werden, Saatgut und auch Ideen, die vielleicht einmal keimen und dann aufgehen. Ja, da ist unser Sortiment. Wir haben jetzt da einfach seit 10 Jahren daran gearbeitet, Sorten zu finden, die unter unseren klimatischen Bedingungen überhaupt wachsen. Wir bewirtschaften einen Bergbauernhof, der sehr hoch oben gelegen ist. Ja, und das ist jetzt der Admont, der Frühweizen. Den habe ich anlässlich der Aktion Rettet die Weizenvielfalt aus der Genbank Gattersleben erhalten. Ich habe da eine Patenschaft, wo es darum gegangen ist, die Sorten vor der gentechnischen Verschmutzung zu retten, weil diese Genbank hat nämlich Gentechnikversuche in unmittelbarer Nähe der Vermehrungsflächen von diesen Sorten gemacht. Und jetzt hat es da die Aktion gegeben, diese Sorten aus der Genbank rauszuholen und in alle Welt zu verteilen, damit diese weiter erhalten werden. Ich bin die Beate Koller von der Achenoa, einem Verein mit ungefähr heute 8000 Mitgliedern in Österreich und Deutschland. Unser Hauptziel ist die Erhaltung, aber auch die Verbreitung und die Weiterentwicklung von alten und gefährdeten Sorten. Wir stützen uns sehr stark auf ein Netzwerk von Mitgliedern, die selbst Sorten erhalten, einerseits in ihren Gärten, es sind sehr viele Menschen mit Privatgärten dabei, aber auch auf bäuerlichen Betrieben. Ein sehr wichtiges Element ist der Austausch von diesem Saatgut zwischen den Mitgliedern und viele beschäftigen sich auch eigentlich mit der Weiterentwicklung der Sorten. Im Verein Achenoa gibt es auch eine eigene Sammlung von über 6000 Gemüsesorten und Getreidesorten. Das sind Sorten, die teilweise auch in Genbanken lagern. Wir versuchen, diese Sorten sozusagen wieder von den Genbanken zu übernehmen, zu verbreiten, sie wieder unter die Menschen zu bringen, damit sie sich dort weiterentwickeln können und wieder in die Nutzung genommen werden. Viele Sorten werden der Achenoa aber auch gemeldet von Mitgliedern und kommen dann in die Sammlung und wir bemühen uns auch aktiv gefährdete Sorten aufzuspüren und über die Sammlung zu erhalten und sozusagen wieder an neue Menschen weiterzugeben. Ich bin der Walter Scharler. Ich bin Biobauer seit 1989 und arbeite seit Jahren mit der Achenoa zusammen. Und ich versuche einige Sorten für unsere nächsten Generationen zu erhalten. Wir sind hier in meinem kleinen Gewächshaus, wo die Vielfalt wächst. Ich mache darin jetzt Jungpflanzen, die dann rauskommen auf den Acker und da ist schon eine besondere Vielfalt unterwegs an Salaten,
dann haben wir Kohlgemüse, rote Rüben verschiedene und Mangolde, bunte Mangolde. Gestern am Markt der Vielfalt in Graz, das war für mich ein ganz besonders schönes Erlebnis, weil diese vielen Sprachen, die ich da gehört habe, im Rundherum gehen und die vielen Menschen, das war so ein buntes Treiben. Ich habe hunderte Unterschriften gesammelt und ich habe kaum jemanden getroffen, den das Thema nicht interessiert, weil betroffen sind wir alle davon. Und wenn uns unsere Grundlagen entzogen werden, bin ich als Bauer eigentlich nur mehr irgendwo ein Empfänger von irgendeinem Konzern. Und das will ich nicht. Ich will selber entscheiden, was ich aussehe. One of the most significant things that I've noticed in the past 10 years is the extent to which the people in Europe are prepared to basically ignore the law, to be law busters in a sense, and to be free and open in exchanging seeds and materials amongst themselves. For the last 9 years, in the United Kingdom, we've had an increasing number of what we call seedy Sundays. And these are seed swaps. This is where people come and they exchange seeds, and it can be seeds of any kind at all. And to be honest, the people there don't really care about the law. They haven't been closed down yet. They're perhaps not a big enough threat. But I can tell you, I was speaking in February at Seedy Sunday in the south of England, in Hove, near Brighton. And 2,000 people came to swap seeds. And maybe that's not a complete revolution, but that's very significant, that there are enough people who are interested in maintaining that diversity. We're at a tipping point, that something's happened, that people are realizing that the system that they've lived with for the last several decades is crumbling, is cracking. I mean, the euro's collapsing. I mean, the people are deeply worried about their futures, about their financial futures. And what's one of the most important things they've got to secure? They've got to secure their food. It's people recognizing that food is central to their being, to their culture, to their understanding of life itself. Wir haben hier bei diesem 5. internationalen Saatguttreffen auch eine Erklärung verabschiedet. Wir fordern also das Recht, Saatgut aus eigener Ernte zu gewinnen, nachzubauen und weiterzugeben. Wir fordern die Förderung der Sortenvielfalt in allen Regionen durch Unterstützung von Erhalterinnen und Züchterinnen biologischer und nachbaufähiger Sorten. Wir fordern das Verbot von Gentechnik in der Landwirtschaft und das ausnahmslose Verbot von Patenten auf Pflanzen und Tiere und auf deren Gene und Eigenschaften. Und schließlich eine neue Agrarpolitik, die statt energieintensiver Großbetriebe und Monokulturen vielseitige, ökologisch wirtschaftende Bauernhöfe fördert.